Effektiv Deutsch lernen. Die besten Techniken. Teil 3. Hey du! Willkommen zu Teil 3 unserer Serie Allein Deutsch meistern. Heute packen wir deinen Werkzeugkasten voll mit den allerbesten Lerntechniken. Falls du Teil 1 und 2 über Motivation, Ziele und die besten Ressourcen verpasst hast, unbedingt nachholen. Die Links findest du unten in der Beschreibung. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Jo! Nachdem Warum und Womit geklärt sind, kommt jetzt das große Wie. Anna, kennst du das? Man sitzt mit dem Buch da, voller Elan, und 5 Minuten später, zack, TikTok. Oder die Motivation ist im Keller. Wie kriegt man den Lernstoff wirklich effektiv in den Kopf, ohne dabei den Verstand zu verlieren? Oh ja, das kenne ich nur zu gut, Lena. Stumpfes Pauken ist oft der direkte Weg in die Frustration und macht meist null Bock. Deshalb heute in Teil 3. Effektive Lerntechniken, die wirklich helfen. Wie bleiben Vokabeln hängen? Wie knackst du endlich die deutsche Grammatik? Und wie werden Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben deine neuen Superkräfte? Das klingt nach einem Rettungsplan. Ich bin so bereit für Profitricks, die das Lernen nicht nur smarter, sondern vielleicht sogar spaßig machen? Genau das ist das Ziel. Wir zeigen dir wie. Du da draußen bereit, deine Lernskills auf ein neues Level zu heben? Aber sowas von. Lernhacks, feuerfrei. Technik 1. Vokabeln. Nie mehr vergessen. Okay, Vokabeln. Der ewige Kampf. Aber vergiss stupide Listen. Kontext ist King. Der Baum ist langweilig. Der Baum vor meinem Fenster hat die knallgrünsten Blätter im Frühling. Das bleibt hängen. SRS-Apps. Spaced Repetition. Anki, Memrise &Co. sind dein persönlicher Gehirnbooster. Die zeigen dir Wörter genau dann wieder, kurz bevor du sie vergisst. Clever, oder? So geht's ins Langzeitgedächtnis. Eselsbrücken und Bilder. Sei verrückt. Für die Brücke? Eine Kuh macht Breakdance drauf und ruft Brö-Style. Je absurder, desto besser. Die Breakdance-Kuh auf der Brücke. Alles klar. Also Wörter im Satz erleben, schlaue Technik nutzen und kreativ werden. Klingt nach viel weniger Quälerei. Exakt. Vokabelfazit, Kontext, smarte Wiederholung und eine Prise Wahnsinn. So werden Vokabeln zu deinen besten Freunden. Technik 2. Grammatik. Dein Verbündeter, nicht dein Feind. Nächster Liebling. Deutsche Grammatik. Der Dativ, Anna, der Dativ. Das ist doch Hexerei. Wie soll man das je ohne Lehrer checken? Geht, Lena, geht! Logik finden. Ja, auch deutsche Grammatik hat oft eine Logik. Gute Grammatik-Tools und Bücher decken sie auf. Häppchenweise. Ein Thema nach dem anderen. Nicht den ganzen Grammatikdschungel auf einmal erobern wollen. Aktiv anwenden. Das ist das A und O. Eigene Sätze bilden. Online-Übungen mit Lösungen machen und sich selbst kontrollieren. Also, Schluss mit sturem Regelpauken. Lieber die Logik jagen und dann selber aktiv Sätze basteln. Okay, ich bin bereit, der Grammatik eine neue Chance zu geben. Siehst du, Grammatikfazit. Verstehen statt auswendig lernen, fokussiert üben, selber machen. Und die Grammatik wird dein Komplize. Technik 3. Hör verstehen. Ohren auf Durchzug. Nicht mit uns. Und weil trockene Regeln allein kein Deutsch machen, kommen wir jetzt zu dem Teil, wo du dein Ohr auf Hochleistung trimmst. Das Hörverstehen. Der Klassiker, langsam alles okay, aber im echten Leben. Rauschen die Wörter nur so vorbei. Man nickt und betet, dass man nicht gerade zugestimmt hat, den Müll rauszubringen. Was tun? Training aber richtig. Aktives Hören.
Volle Konzentration auf Lernpodcasts oder Videos für dein Niveau. Die Kernaussagen filtern. Transkripte sind dein Joker. Erst hören, dann mitlesen, dann ohne. Der Unterschied ist krass. Shadowing, nachplappern. Klingt erstmal affig, ist aber Gold. Hör einen Satz, sprich ihn sofort nach. Formt Aussprache und Verstehen. Hey, Papagei-Modus wird aktiviert. Wenn das hilft, bin ich dabei. Auch wenn ich mich erstmal komisch anhöre. Hörtipp. Regelmäßig, aktiv und mit Spaß. So werden deine Ohren zu Deutsch-Superstars. Technik 4. Lesen. Abtauchen in deutsche Texte. Lesen bringt dir nicht nur neue Wörter, sondern auch ein besseres Gefühl für die Sprache. Okay, ja, schon. Aber wenn ich bei jedem zweiten Wort das Wörterbuch zücken muss, habe ich nach 5 Minuten echt keinen Bock mehr. Kennen wir. Deshalb lies, was dich wirklich packt. Dein Hobby? Spannende Stories. Und Kontext ist dein Superheld. Versuche Wörter zu erraten, nicht panisch nachschlagen. Mehrmals lesen. Der gleiche Text, andere Erkenntnisse. Erst grob, dann Details. Wortschatz-Schatzkiste anlegen. Coole Wörter und Sätze aktiv notieren. Also mit Freude lesen und nicht wie eine Pflichtübung. Das nehme ich mir echt zu Herzen, denn Lesen macht ja eigentlich Spaß. Lesefazit: strategisch, mit Interesse und Spaß. So wird Lesen zum Lernabenteuer. Technik 5. Sprechen und Schreiben. Zeig, was du kannst. Und jetzt der ultimative Kick für dein Deutsch. Selbst sprechen und schreiben. Uff, da kommt die Panik. Was ist, wenn ich nur Stuss rede oder meine Sätze klingen wie von einem Alien? Dann klingt's halt erstmal wie von einem Alien. Fehler sind kein Rückschritt. Sie sind der Weg zur Meisterschaft. Also sprechen. Quatsch mit dir selbst. Laut. Nimm dich auf. Brutal ehrlich, aber mega effektiv. Und such dir Tandempartner. Online gibt's tausende nette Leute. Schreiben, Lerntagebuch, kurze Texte, E-Mails an dich selbst, YouTube-Kommentare. Hauptsache, du produzierst was. Sich selbst aufnehmen. Okay, Challenge für Mutige. Aber das mit den Tandempartnern, das klingt nach einer echten Chance, die Angst zu verlieren. Sprech- und Schreibtipp. Raus aus der Deckung. Fehler umarmen und einfach machen. Jeder Versuch macht dich besser. So, du da draußen. Das war ein Feuerwerk an Lerntechniken für dein persönliches Lernkit. Ein ganzer Werkzeugkasten, um dein Deutsch aufs nächste Level zu bringen. Mega! Da waren echt krasse Aha-Momente dabei. Ich fühle mich jetzt viel besser gewappnet. Die tanzende Kuh auf der Brücke und der Papagei-Modus sind schon fest eingeplant. Super. Wichtig ist, such dir das raus, was dich begeistert und zu deinem Lernstil passt. Und jetzt bist du dran. Schreib jetzt in die Kommentare. Welche Technik probierst du zuerst aus? Und warum? Wir freuen uns auf deine Ideen. Und wenn dir dieses Video mit den Lernhacks geholfen hat, Like nicht vergessen und abonniere uns unbedingt für Teil 4 unserer Serie. Darin geht's dann darum, wie du auch bei Motivationstiefs am Ball bleibst und den inneren Schweinehund besiegst. Wir sind super gespannt auf eure Antworten. Viel Spaß beim cleveren Lernen. Genau. Hau rein und bis zum nächsten Mal, denn du kannst das schaffen mit Spaß, Strategie und ein bisschen Mut. Tschüss! Tschüss.